Moin und herzlich willkommen. Ich bin Marc und das ist mein Barbecue-Kanal Dad's Barbecue. Und heute mache ich ein Hähnchen und zwar das Nashville Hot Chicken. Allerdings auf meine Art. Denn ich dachte, man kann das auch mit wenig Zutaten einfach zubereiten. Ihr könnt das im Smoker machen, so mache ich das. Ihr könnt das aber auch indirekt im Grill machen. Und finishen werde ich es auch nochmal im Grill, damit es so ein bisschen Röstraum hat am Anfang. Also ihr könnt einen Smoker nehmen, ihr könnt im Ofen machen, ihr könnt einen Grill nehmen. Ihr könnt es sogar auf der Plancha machen, aber das ist nicht ganz so einfach mit der Panade. Denn die Panade ist das, was das Nashville Chicken ausmacht. Und deswegen gehen wir jetzt einfach die Zutaten durch, bevor ich das Hähnchen einlege. Zum einen brauchen wir natürlich Hähnchen. Ich habe mich für Unterschenkel entschieden. Ich habe schon die Haut abgenommen. Ja, das sind die Hähnchen. Dann werden wir die marinieren und zwar einlegen mit ein bisschen Buttermilch. Easy, mehr kommt da nicht ran. Und dann, wenn sie mariniert sind, werden wir das durchwürzen. Fürs Würzen, da brauchen wir jetzt Nuss und Gewürze. Und das habe ich in einer Version gefunden. Und zwar Nicknacks von Lorenz. Die gibt es jetzt auch tatsächlich mit Barbecue-Geschmack. Wollte ich gar nicht mal original nehmen. Da habe ich Barbecue gefunden. Da dachte ich, Barbecue passt ja sogar noch besser als alles andere. Deswegen, wir probieren den mal. Ich habe den noch gar nicht probiert. Mache ich gleich mal, damit ich weiß, worauf ich mich einstellen muss. Ich hoffe mal, sie sind auch so ein bisschen schärfer. Denn die Chickens sollen ja auch ein bisschen schärfer werden. Aber für die Schärfe habe ich noch was. Und zwar habe ich hier von Jelkinski Mango Habanero Drop. Damit werde ich das glasieren. Ich muss mal gucken, ob da noch ein bisschen Honig dran muss, damit das ein bisschen mehr klebt, mit besser geglazed wird. Aber ich denke mal, das ist eine gute Sache, das dran zu machen. Fruchtigkeit, Schärfe, das kommt richtig geil an Hähnchen. Ja, und eine Sache fehlt uns, zwar ein bisschen Umami. Und da kommt natürlich Parmesan noch hinzu, aber den muss ich noch reiben. Ja, das sind alle Zutaten, die ich heute nutzen werde. Vielleicht auch, wie gesagt, ein bisschen Honig. Aber das war's, wir sind bei 5 Zutaten. Vorteil ist natürlich, die Nicknacks haben Nüsse und Gewürze. Die werde ich gleich ein bisschen pürieren, bevor ich das Ganze dann marinieren werde. Gleich ist gut, denn wir werden es jetzt erstmal einlegen in Buttermilch und das soll dafür sorgen, dass das Hähnchen nachher schön zart ist. Da sollte man mindestens 4 Stunden, besser natürlich wie immer über Nacht. Naja, aber ich werde es heute zubereiten, deswegen 4 Stunden maximal. So, dann werden wir jetzt das Hähnchen mal einlegen. Wie gesagt, es soll ja eine Zeit lang marinieren in der Buttermilch und deswegen einfach rein damit. Dafür sorgen, dass alle Hähnchen wirklich drin sind in der Marinade. Gegebenenfalls mal 2 Stunden betten oder ihr macht es gleich in den Vakuumbeutel rein. Ja, das war erstmal die Vorbereitung. Das geht jetzt in den Kühlschrank und mariniert eine Zeit und dann geht's weiter. Aber ich muss ja noch gucken, dass der Barbecue-Flavor kann. Würzig mit einer kleinen Süße, da ist schon, denke ich mal, Honig irgendwo mit dran. Ja, hier ist auf jeden Fall Knoblauchpulver, Paprikapulver, Chilipulver, geräuchertes Paprikapulver dran. Also schon Sachen, die man auch an so eine Marinade dran machen würde. Deswegen passt ganz gut. Könnte tatsächlich ein bisschen schärfer sein. Aber ich habe ja noch das dazu. Mal gucken, ob das reicht, um das Ganze nachher schön würzig zu haben. So, ich habe es jetzt 2 Stunden marinieren lassen. Wie gesagt, ich habe nicht ganz so viel Zeit heute. Macht es am besten über Nacht. Aber Haut abziehen, reinlegen und über Nacht lagern. Ist kein Thema. Wenn man ein Video macht, ja, ist es immer ein bisschen blöd. Ich habe schon mal die Nicknacks durch den Mixer gejagt und grob gemacht. Also nicht fein, ich will kein Pulver haben, ich will sie wirklich so grob haben, damit nachher noch so ein paar Stücke dran sind, damit man das Ganze schmecken kann als Nuss und die Würzung halt auch trotzdem da ist. Parmesan habe ich auch schon gegeben, das verbinden, einlegen, ziehen lassen. Also, los geht's. So, das heißt, einmal Parmesan und Nicknack-Mischung vermischen und dann die Hähnchen nehmen, ein bisschen abtropfen lassen und ordentlich was von der Mischung dran geben. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch mal kurz ein bisschen eintunken, damit sie mal Feuchtigkeit kriegen. Dann gebt ihr sie noch mal rein. Dann habt ihr eine doppelte Panade. Das sind dann die panierten Hähnchenteile, die vorsichtig hinlegen, damit es ein bisschen festzieht. Ja, das war's. Jetzt geht es erstmal für 20 Minuten wieder rein, damit es ein bisschen anziehen kann, damit es ein bisschen antrocknen kann, damit die Feuchtigkeit ein bisschen aufgezogen wird. Aber wie ihr seht, die letzten 2 sind nicht mehr so gut geworden. Da war die Panade einfach schon zu feucht. Die ersten sehen recht gut aus, die ersten 5. Beim anderen war die Panade zu feucht. Also vielleicht doch einen Teller nehmen, immer so ein bisschen was reingeben, nachschütten, dass hier aber alles gleich feucht ist. Aber wie gesagt, jetzt 20 Minuten ziehen lassen und dann geht's weiter. Nach 20 Minuten ist die Panade richtig gut angezogen. Ich habe sie jetzt hier auf den Träger drauf. Bei 180 Grad werde ich sie jetzt erstmal ziehen lassen, bis sie eine Kerntemperatur haben von 75 Grad. Ich habe noch Teigpur reingegeben, mein Thermometer, damit ich immer weiß, welche Temperatur ich habe. Dicht am Knochen, denn da wird die Temperatur beim Hähnchen gemessen. Ja, jetzt lassen wir sie liegen. Und wir sehen uns wieder, wenn wir bei 75 Grad sind. Eine Sache muss ich noch machen, ich muss auch den Mango Habanero Drop probieren. Erstens
hat er genug Klebrigkeit, dass er dann nachher an den Hähnchen kleben bleibt. Muss ich noch Honig dazugeben, damit er besser nachher glacen kann. Vor allem, wie ist der Geschmack? Passt der zu dem, was ich mir vorstelle? Also, er ist flüssig, aber dünn einstreichen sollte gehen. Mal gucken, ob ich noch Honig brauche. Tolle Farbe, toller Geschmack, ordentliche Süße drin, also eine Fruchtigkeit von der Mango, aber auch eine ordentliche Schärfe von der Habanero. Eine tolle Mischung, passt hervorragend zu Hähnchen, genau wie ich mir das vorgestellt habe. Ich werde keinen Honig dazugeben, ich werde es ohne versuchen. Wenn ihr eine Marinade habt, die nicht dick genug ist, wo ihr sagt, ein bisschen mehr Honig dran, hält das Ganze, macht das Ganze dickflüssiger und es haftet nachher besser als Glaze, dann macht das. Ich werde es tatsächlich mal einfach wegen dem Geschmack, der ist mich richtig geil, werde ich es mal ohne versuchen. Aber wie gesagt, das ist abhängig von der Barbecue-Soße, die ihr nehmt zum Glazen. So, wir sind jetzt bei 75 Grad und das ist die Zeit, wo ich gesagt habe, wir glazen. Also, ich nehme die Soße, ich nehme meinen Mop und auf geht's. Und wir sehen die schon herrlich aus. Ich werde jetzt mal eine Seite glazen, ein bisschen anziehen lassen und dann umdrehen. So, Deckel zu, ein bisschen anziehen lassen. Ich mache mal den Grill fertig, denn heute wird auch gegrillt. Und gar nicht lange warten mit der zweiten Glasierung. Wir wollen ja am Ende 82, 85 Grad haben. Das geht recht schnell, gerade bei den Temperaturen. Und so sehen sie nach ein paar Minuten aus. Hervorragend. Ich drehe sie jetzt mal vorsichtig. Ja. Und ihr seht, die Panade fällt teilweise ab. Ei. Vorsichtig drehen. Ach, das wird nichts. Panade klebt fest, das heißt, ich muss die nachher sauber abziehen und im Spachtel runtergehen. Ich werde die noch mal ein bisschen glasieren, damit wir ordentlich Soße dran haben, auf der einen Seite. Und dann lassen wir uns zu Ende ziehen. Grill, mach ich wieder aus. Die sehen aber schon so knusprig genug aus. Das heißt, diese Röstaromen, die ich noch mit dem Grill draufgeben muss, die müssen gar nicht mehr sein. Die sind schon drauf. Das war aber drauf auf eine Kerntemperatur, 83, 84 Grad. Und dann wird serviert. Zwar vorsichtig, damit auch was von der Panade dran ist. Und wenn nicht, wird die Panade dazugereicht. Die ist auch so knusprig genug, denke ich mal. So, fertig sind sie. Und wie man sieht, sie haben auch genug Röstaromen, sind schön braun. Also Grill muss wirklich nicht sein. Wer es hinkriegt, dass das mit der Panade funktioniert, kann das aber auch gerne machen. Jetzt, sagen wir sie mal vorsichtig runterholen. Ach, jetzt wird sogar wesentlich besser. Naja, fast. So, ja, das war's. Ich bin durch. Ich habe meine Hähnchen. Die Panade hält eigentlich recht gut. Zumindest auf der einen Seite. Die andere Seite ist ein bisschen angepappt. Hätte ich ein bisschen Öl auf das Gitter drauf machen können, hätte sich so angepappt vielleicht und ich jetzt besser lösen können. Mitdenken. So, ich werde erstmal nur die Panade probieren. Geil. Knusprig, würzig, fruchtig. So. Dann werde ich mal probieren, wie es schmeckt. Das heißt, ich nehme jetzt mal so ein schönes Hähnchen. Oh, sind die heiß. Es ist echt heiß heute. Und dann ist das Hähnchen auch noch schön heiß. Und probier's mal. Eben an der Panade war gar nichts von der Soße richtig gut dran. Hier ist richtig dick dran. Das lag unten, war ein bisschen was dran, aber nicht viel. Mit der Soße, richtiger Hammer. Richtig geil. Schärfe, Süße, gut erhalten geblieben. Klebt gut fest. Ne? Also ist das schön fest dran. Richtig heiß noch. Ich habe mir schon eingesaugt, toll. Dazu gibt es heute einen asiatischen Nudelsalat. Ich habe mal wieder von Jack Kinski die Dark Chili Drops für mich drauf gemacht. Richtig geil, finde ich das inzwischen mit den Nüssen und so vom Geschmack her. Ist von alle. Der andere ist übrigens auch von alle. Ja. Und der ist auch so gut wie alle. Aber er passt auch so gut zu Hähnchen. Das war's. Ich gehe rein. Wir sind schon wieder über 30 Grad. Mein Handy muss gleich aufgeben, wie ich es kenne. Ich gehe rein. Smoker kühlt ab. Ich kühle gleich auch ab. Ja, das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also eine etwas andere Idee vom Hot Memphis Chicken.
Einfache, wenig Zutaten und trotzdem richtig schön würzig und richtig lecker. Probiert's mal aus. Man kann das vielleicht auch mit Wasabi-Nüssen machen. Auch eine Idee. Vielleicht mache ich das auch nochmal. Irgendwas asiatisches Chicken Wasabi. Ja, und dann sprühe ich aber allerdings vorher ein. Für euch heißt es allerdings wieder eine Woche warten. Ihr könnt natürlich ein weiteres Video gucken, noch ein Video gucken, kostenloses Abo abschließen, Glocke aktivieren, verpasst ihr nichts mehr. Alle Rezepte, auch das bei mir im Blog und wir sehen uns nächste Woche, wenn sie heißt Selbstbarbecue. Bis dann, ciao.